Ich habe hier echt Schiss, weil unsere Straßenseite ist komplett vereist und dann kommt einem von vorne so ein 40-Tonner entgegen. Jetzt ist genau das passiert, wovor wir Angst gehabt haben. Da ist ein LKW umgekippt. Das ist jetzt ungefähr so die abgefahrenste Zufahrtsstraße zu dem Campingplatz, die wir je hatten. Na, no easy, vorgenommen willkommen. Bin ich diejenige, die auch noch dran denkt, dass wir den ganzen Weg im Hellen bitte zurückgehen sollten. So, erst Gurten, dann Spurten. Und dann Was kommt dann? Murten. Ja, okay. Ich bin richtig gut mit Sprichwörtern. Ja, Immer gewesen. schon immer. Guten Morgen zu einer neuen Folge. Wir sind auf dem Weg Richtung Wüste. Wir sind immer noch auf demselben Stellplatz, Campingplatz, auf dem wir euch das letzte Mal zurückgelassen haben. Wir fahren jetzt einkaufen. Wir sind ein bisschen auf dem Sprung. Und dann geht's los. Wir müssen den Carrefour noch ausnutzen. Und dann geht's los Richtung Wüste. Ich bin gespannt. Du auch? Ich bin auch gespannt und ich möchte was sagen, deswegen melde ich mich. Sehr gut. Also vielleicht nochmal, weil es auch einige von euch immer interessiert hat zum Campingplatz. Dieser Campingplatz hat uns jetzt ungefähr 6,50 € pro Nacht gekostet. Für 2 Personen, inklusive Van, inklusive warmer Dusche. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Zagora und befinden uns jetzt auf dieser zum Glück relativ in einem guten Zustand befindlichen Straße. Sehr gut, ja. Das Problem ist nur, immer wenn Schatten ist sofort eine kleine, dünne Frost-Eisschicht auf der Straße. Ja. Und das ist so rutschig. Ich hatte gerade richtig Schiss, dass wir auf die Gegenspur kommen. Das ist richtig heftig. Also einmal sind wir gerade auch schon weggerutscht. Wir sind gerade schön gerutscht. Jedes Mal, wenn hier irgendwas dunkel ist, ich weiß nicht, ob man es sieht, Ja, da sieht man es schon, auf ob man's dem einfangen Boden. Das ist Hier. sau rutschig. Deine Passstraße ist natürlich gar nicht gut. Spektakuläre Landschaft, aber ich muss mich jetzt echt ultra konzentrieren, dass ich nicht einmal schön in der Kurve in so eine schattige Stelle reinfahre und dann einmal rüberschieße. Das ist gerade richtig heikel. Aber das kriegen wir schon hin. Alter, die Aussicht ist halt Hammer. Wahnsinn. Das ist gerade richtig. Auf einmal kommt da diese Landschaft da vor der Scheibe vor. Also mir fehlen gerade irgendwie total die Worte. Oh mein Gott. Jetzt ist genau das passiert, wovor wir Angst gehabt haben. Da ist ein LKW umgekippt. Oh Gott. Das ist alles Eis, Leute. Das ist alles Eis. Und ich fahre jetzt hier extrem langsam. Das ist jetzt Polizei. Wir wollen jetzt natürlich auch nicht nah ranzoomen, aber wir wollen euch einfach zeigen, wie gefährlich das hier ist. Ja, okay, ganz langsam. Ich mache jetzt aus. Ja. Ich habe gerade wirklich kurz den Atem auch angehalten, weil da liegt halt das war ein Auto und ein LKW und der LKW liegt halt komplett und die ganze Straße war vereist und die sahen auch echt alle ganz schön geschockt aus, muss ich sagen. Ja. Was uns wieder mal zeigt, ehrlich, vorsichtig fahren, das Leben ist zu kurz. Ich glaube, da ist jetzt niemand irgendwie verletzt, groß, so sah es zumindest aus, aber das ist schon nicht zu unterschätzen. Ja, Diesel ist ausgelaufen aus dem LKW, wir haben es gesehen und wir haben es auch gerochen. Ja. Das Auto, auf das er draufgefahren ist, also ich nehme mal an, vor ihm ist ein Taxi gefahren, es hat gebremst, weil es gesehen hat, ist alles vereist. Ja. Und irgendwie wollte der dann wahrscheinlich überholen und ist in Schleudern geraten und ist einmal umgekippt. Und konnte auch nicht mehr bremsen. Nee. Und wir haben gesehen, der Fahrer hat sich erholt, der lag auf so einer kleinen Bank jetzt. Ja, genau. Und muss erstmal den Schock verdauen wahrscheinlich. Ich habe hier echt Schiss, weil unsere Straßenseite ist komplett vereist und dann kommt einem von vorne so ein 40-Tonner entgegen. Also im Prinzip ist jede Schattenstelle, musst du mit einer Gefahrenzone rechnen. Ja. Und du musst eigentlich
das gar nicht die Geschwindigkeit aufnehmen. Sind hier Menschen auf der Straße, auf dem Eis? Ich fahre jetzt auf die andere Straßenseite, hier ist es dreispurig eigentlich. Ja, die spielen jetzt gerade mit dem Schnee hier. Wenn da ein Auto drauf Auf der fährt, Straße? Ja, also... Herzinfarkt. Absolut, wir wollen nur ankommen eigentlich und haben uns gefreut über die Straßenbedingungen und dass wir jetzt gleich einen Unfall, und was für einen Unfall sehen und auch selber schon fast in Schlinger geraten sind, das war schon heftig. So, kurze Pause gemacht, einmal durchgeatmet. Jetzt geht's weiter. Ich komme aus der Sahara. Wir sind auf dem Weg nach Mohammed, stehen jetzt hier kurz davor. Einer hat jetzt noch einen Call, mitten aus der Wüste, muss jetzt noch mal arbeiten. Da hinten sieht man schon die ersten Dünen, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann. Die sind noch relativ klein, werden aber noch größer. Ja, verrückt, sage ich da nur. Also die Landschaft ist hier wirklich total abgefahren. Es ist, ja, so wie man sich es klassischerweise vorstellt. Was soll ich sagen? Das sind hier Dromedare. Die Landschaft wird noch karger. Ja, noch karger. Fast karger geht es gar nicht mehr. Das Krasse ist, dass wir trotzdem nicht schnell vorankommen. Wir hatten eigentlich nur 1,5 Stunden noch zu fahren heute. Aber es sind einfach so viele Sachen immer noch auf dem Weg zu sehen, wie beispielsweise jetzt Kamele. Dromedare. Die Marokkaner nennen die übrigens Kamele, aus irgendeinem Übersetzungsfehler aus dem Französischen, habe ich mal gehört, nennen die Marokkaner Dromedare Kamele. Geradeaus oder da hoch? Da ist unser Campingplatz. Geradeaus, ja. Das ist jetzt ungefähr so die abgefahrenste Zufahrtsstraße zu dem Campingplatz, die wir je hatten. Wir wurden auch gleich darauf hingewiesen, dass dass man schon wissen sollte, wohin es geht und welchen Weg man fährt. Aber der sieht jetzt echt solide aus, aber es ist halt... Im Zweifel ist da oben auch schon der nächste Campingplatz. Das sind halt richtig große Wohnmobile. Also das ist echt verrückt. Die trauen sich halt die Leute auch einfach mit den großen weißen Wohnmobilen hier hinzufahren. Das finde ich echt... Muss kein Expeditionsfahrzeug haben, aber man sollte schon gucken, welchen Weg man nimmt. Wir haben es geschafft, wir sind angekommen. In der Wüste. In der Wüste. Es war wirklich teilweise, dachte ich, wir fahren uns fest, weil der Sand sehr lose ist. Man darf auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Die letzten 3 Kilometer, ja. Wir sind jetzt bei Said angekommen. Super herzlicher Typ, mega nett. Hat uns gleich einen Tee angeboten. Einen Teppich vor die Tür gelegt. Richtig cool. Und fühlen uns richtig willkommen hier. Ich habe kurz mit Said geredet. Ist ein Wüstenkind, geboren in der Wüste und lebt jetzt hier schon wieder seit 20 Jahren. Beeindruckend. Und ich glaube, das, was uns am meisten beeindruckt hat, ist die Stille am Anfang. Ja, man hört jetzt wirklich den Wind. Jetzt hört man ein paar Motorengeräusche und ein paar Kinder, die hinter uns kommen. Aber wir haben vorhin dann echt gesagt, der Wind, man hört nur den Wind.
Teilweise hört man wirklich nur den Wind. Das hatten wir schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ja, der will spielen. Ich bin nur noch im Bett. Jens wird aufgestanden. Nein. Raus aus den Federn. Ich will nicht. Komm. Es ist so schön hier. Oh, es ist so frisch. Was machen wir heute? Wir wissen es noch nicht so genau. Wir frühstücken jetzt erstmal. Dann überlegen wir uns, ob wir eine Wüstentour machen. Der gute Herr hier bietet das an. Oder nicht? Aber dafür müssen wir aufstehen. Dilemma ist ja mal gerade. Ja, zum Glück bin ich schon angezogen. Nascht sie schon, wartet nicht mehr auf mich. Wie so ein Kamel. Ja, also Mohammed hat zu mir gesagt, es ist ganz normal, dass hier morgens der Wind ist. Der kommt jetzt aus Richtung Mamit und der hört aber gegen Mittag wieder auf. Bevor wir nach Mamit gefahren sind, haben wir uns in Sagora noch bei einem weiteren Mohammed Tücher gekauft für die Wüste und es war auch wieder eine richtig nette Begegnung. Wir haben erstmal einen Tee getrunken, er hat uns gezeigt, wie man so einen Wüstenturban bindet. Und ich guck mal, ob ich mich jetzt noch dran erinnern kann und versuche das mal euch bei Fabi zu zeigen. Wo der Knoten. Und jetzt wurschtelt man das hier so ein bisschen auf. Jetzt muss man das hier vorne einfach zweimal rumdrehen. Nicht zu häufig. Okay, und dann wird das einfach hier hinten festgesteckt. So hatte er mir das gezeigt. Dann wird der Knoten aufgemacht. Hinten, weil wir haben den ja nur ganz locker zugemacht. So. Und? بركة في دنيا أنا نينا بيجيشي دي بركة بركة في دنيا Okay. So how long we gonna drive? 5 hours. 5 hours? You can tell me anything, I will believe you. How much experience do you need to drive here? How much experience? Like 3 times, 4 times. 3 or 4 times? Yeah. That's it? It's like snow. Yeah, yeah. But when snowy place, that you Ja, ja, ja. Ich finde ja nicht schwimmen. But not for normal people. not normal. No, not easy for normal people. شقلي فرنشي دي ولا سلام في دنيا هنانا أنينا بقيشي دي ولا كودا شوتي
Oase. Ja. Mal Brunnen. Ja. Für so einen industrialisierten Allmann ist das halt was Besonderes, ne? Wir sind jetzt kurz vor der großen Sanddüne der richtigen Sahara. Und Das es ist ist jetzt nochmal eine Oase davor. Einfach so ein anderes Leben und wieder lässt es mich total erden, ja, was man für ein Privileg hat. Und ich glaube jetzt Said und Mohammed, die lieben ihr Leben auch, die kennen es ja auch gar nicht anders. Aber trotzdem lässt es einen irgendwie erden, finde ich. Said hat zu uns gestern gesagt, als unser Führer hier, der hat gestern zu uns gesagt, ja, das ist das Tor zur Hölle. Also ich glaube, die lieben das und hassen das gleichermaßen. Das ist schon sehr ambivalent, weil es ist halt einfach eine Todeszone dann teilweise. Oder es ist eine. Du hast hier zwar Oasen, wo es Wasser gibt, aber es gibt halt auch ja einfach Gebiete, da findest du weit und breit gar nichts außer Sand. Bereit für die Sahara. Wir sind ja schon mittendrin. Bist du bereit für das Zelten? Das Übernachten im Zelt? I fall in your sight. Hello, Assalamu alaikum. How are you? Fine, thank you. Your new eyes cut sharp like a knife. Wow. Thank you so Take a much. moment and look all around. Völlig geflasht, da ist so viele Eindrücke wieder. Ja. Wir hätten gedacht, wir schlafen jetzt hier in wirklich so In einem richtig Zelt. rustikalen Zelten mit einfach nur ein paar Matratzen auf dem Boden, nicht mal wahrscheinlich ein paar Decken. Aber das ist ja totaler Luxus hier. Also das sind richtige Betten, das sind richtige Zimmer eigentlich. Wir haben hier sogar Duschen und ein Restaurant und alles. Richtig verrückt. Wir gehen jetzt auf die große Düne da hinten. Ich weiß nicht, ob es so rüberkommt, aber die ist wirklich riesig. Ich bin einfach so, ja, wie soll man sagen, so geflasht, dass ich teilweise jetzt auch während der Fahrt so voll auf den Tränen nah war, weil es mich einfach, ja, weil mich die Landschaft beeindruckt, die Freundlichkeit der Menschen, dann aber auch zu sehen, ja, wie die Nomaden hier leben und zu einer Oase gehen müssen, um Trinkwasser zu haben. Also, ja, es ist echt, also ich habe Gänsehaut die ganze Fahrt jetzt schon. You hypnotize me with the gift of your tongue. Take a moment and look all around you. I don't want you caught off guard or alarmed when I come for you. I want you to know that I would never walk away. Ich glaube, die hinter dir. I know what you need. Bisschen größer. For you, but you're taking somebody home. I know I need to move on. I need to be strong. I don't wanna go, no, 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 no. I don't wanna go, no, no. Alles Sand. Absolut verrückt. Ich bin völlig am Arsch. Sand laufen ist. I know what you need. I would bleed for you, but you're taking some. Teil der Sahara ist anscheinend auch offen. Ursprünglich war das vor Militärgrenzen. Das war bis zu 1990er. Das ist schon relevant her, aber wie auch immer, es ist einfach spektakulär, atemberaubend. Wo du hinguckst, ist einfach nur Sand und Dünen und ach, ja, es ist gar nicht in Worte zu fassen. Wir sind auch so pustelos. Und vor allem bin ich diejenige, die auch noch dran denkt, dass wir den ganzen Weg im Hellen bitte zurückgehen sollten.
Weil wir kennen uns hier nicht aus. Und die Sonne ist gleich weg. Oh. Also der ist so schön, das bin ich hier hinter der Kamera. Wir sind jetzt ungefähr, ich würde mal schätzen, 100 Meter hier hoch. Das kommt auf der Kamera garantiert nicht rüber. Ich sag mal, es sind nochmal 2 Drittel. Das schaffen wir jetzt nicht mehr rechtzeitig, bevor die Sonne untergeht, denke ich. Aber ich bin eigentlich fertig. Die Erkshagaga ist hier unser Endgegner. Die große Düne. Der Mond zu sehen. Und ich hatte kurz ein bisschen Schiss, es mit dem Weg nicht mehr zu finden. Aber wir sehen das Camp schon von hier. Da brennt schon die Lichter und ich bin einfach nur beeindruckt. Morgen zusammen von der Düne. Wir haben hervorragend geschlafen in eins dieser Zelten da hinten. Und gönnen uns heute mal den Sonnenaufgang. So, während Anne im Hintergrund unser Frühstück macht, möchte ich noch 2 Dinge loswerden. Frühstück! Zum einen, lasst für die Content Creators, die euch gefallen und für den Content, den ihr guckt, immer ein Like da. Das unterstützt uns und das unterstützt auch die anderen bei so Projekten. Das Video war wieder sehr aufwendig, auch im Schnitt. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich möchte mich nochmal bei Said und der Crew für das tolle Wochenende bedanken. Also wir verlinken euch da auch mal den Platz und die Kommunikation oder den Kontakt und können das auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Es hat uns richtig viel Spaß gemacht. Es war eine richtig schöne Zeit. Wir waren echt richtig platt. Ich hatte auch irgendwie ein bisschen Schiss davor, aber es lohnt sich immer, aus seiner Komfortzone auszubrechen. Wir frühstücken jetzt und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut zusammen. Tschüss, ade, wasche. Oh, Sahara, Sahara. Sahara, Sahara. Danke an Said und seine Freunde hier. Wir hatten eine super tolle Zeit in der Sahara. Danke, danke, danke. Shukran. Shukran. Adidas. Silvin, Adidas, Adidas. Silvi. alles klar. Alles prima, alles prima. Ja. Very good.